Dr. John Thomas hatte immer geglaubt, dass er dazu bestimmt war, Leben zu retten. Als junger Medizinstudent war er von einer unerschütterlichen Leidenschaft für den von ihm gewählten Beruf erfüllt und wollte in der Welt etwas bewirken. Doch nach Jahren als Arzt hatte er begonnen, den Glauben an sich selbst zu verlieren. Er begann sich ausgebrannt zu fühlen, erschöpft von den langen Arbeitszeiten und der emotionalen Belastung seiner Arbeit. Darüber hinaus hatte der Tod von 2 Patienten, die er betreute, Johns geistiges und emotionales Wohlbefinden stark beeinträchtigt. Er hatte unzählige Stunden damit verbracht, sie zu retten, aber ihr Zustand hatte sich rapide verschlechtert. Und es gab nichts, was er dagegen tun konnte. Das Gefühl der Hilflosigkeit und der Niederlage hatte ihn noch lange nach ihrem Tod verfolgt, und er zweifelte an seinen Fähigkeiten als Arzt. Er hatte immer geglaubt, dass es seine Berufung sei, zu heilen und Leben zu retten. Aber jetzt war er sich nicht mehr so sicher. Ein Freund hatte ihm vorgeschlagen, eine Auszeit zu nehmen, um sich zu erholen und nachzudenken. Und es gab keinen besseren Ort als die Hütte seiner Familie in den Wäldern. Dieser Ort barg schöne Erinnerungen an seine Kindheit, und er war sich sicher, dass ein Besuch ihm neue Kraft und Energie geben würde. Als sich John in der Hütte seiner Familie niederließ, konnte er nicht anders, als sich in seine Kindheit zurückversetzen zu lassen. Das vertraute Geräusch des Holzbodens und der Geruch von frisch gehacktem Brennholz vermittelten ihm ein Gefühl der Behaglichkeit und Sicherheit, das er schon lange nicht mehr verspürt hatte. Bei seinen Spaziergängen in den umliegenden Wäldern bestaunte er dieselben Bäume, auf die er als Kind geklettert war. John spürte, wie sich seine Stimmung hob, als er in die Erinnerungen an seine Kindheit eintauchte. Als John jedoch tiefer in den Wald hineinging, wurde er das Gefühl nicht los, dass er beobachtet wurde. Es war, als ob irgendjemand oder irgendetwas jede seiner Bewegungen verfolgte, und das machte ihn unruhig. Er versuchte es zu verdrängen, weil er dachte, es sei nur seine Einbildung. Aber das Gefühl blieb. Trotzdem setzte er seinen Spaziergang fort und versuchte die Stille der Natur und die Erinnerungen, die sie ihm bescherte, zu genießen. Die Tage vergingen, und John genoss die Ruhe und den Frieden in der Hütte und den umliegenden Wäldern. Doch eines Nachts sollte sich alles ändern. John trank gerade Kaffee auf seiner Veranda, als er in der Ferne Bewegungen im Gebüsch bemerkte. Der Mann ahnte nichts Böses und blieb einfach da, wo er war, und wartete darauf, dass sich das, was sich hinter den Büschen versteckte, zeigte. Plötzlich erschien ein Wolf zwischen den Büschen. Als John ihn sah, spürte er, wie ihm das Blut in den Adern gefror. Er wollte schnell aufstehen und in die sichere Hütte rennen, doch dann hörte er ein leises Wimmern, das ihn in seinem Lauf stoppte. Es klang nicht wie der typische Ruf eines Wolfes, sondern erinnerte vielmehr an das Geräusch, das ein Tier von sich gibt, wenn es verletzt ist. Das Jammern, das er hörte, war wie ein Schrei nach Hilfe. Der Mann fasste den Beschluss, dem Tier zu helfen, egal wie groß das Risiko war. Langsam und vorsichtig näherte er sich dem Wolf. Als Arzt dachte John zunächst, dass der Wolf verletzt war und medizinische Hilfe brauchte. Doch bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass er einfach nur heulte. Als ob er versuchte, ihm etwas mitzuteilen. John war erstaunt über die Intelligenz des Wolfes, die alles übertraf, was er je zuvor gesehen hatte. Er hatte Geschichten von Tieren gehört, die unglaubliche Leistungen vollbrachten. Aber er hätte sich nie vorstellen können, einem solchen Wesen zu begegnen. Als er näher kam, winselte der Wolf eine kleine leblose Kreatur an. Zunächst dachte John, dass es sich bei den winzigen Wesen um ein Wolfsjunges handelte. Aber der Mann war schockiert, als er sah, dass es etwas ganz anderes war. Es war ein Fuchs. Und leider schien er nicht mehr zu retten zu sein. Obwohl er sich unsicher und aus der Übung fühlte, regte sich etwas in ihm. Er war immer noch ein Arzt, und jeder Patient, der Hilfe brauchte, war einen Versuch wert. Unabhängig von seiner Art und seinem körperlichen Zustand. Er sprang auf und rannte hinein, um seine Tasche zu holen. Er kam mit seinen Utensilien zurück und machte sich instinktiv an die Arbeit. Seine Hände bewegten sich mit einer praktischen Leichtigkeit, die er längst vergessen zu haben glaubte. In diesem Moment sah er einen Hoffnungsschimmer und spürte ein neues Gefühl der Zielstrebigkeit. Das letzte Mal, als er sein ärztliches Werkzeug in die Hand genommen hatte, hatte er sich wie ein Versager gefühlt. Aber jetzt begann er zu glauben, dass er wieder einen positiven Unterschied im Leben eines anderen Lebewesens machen könnte. Der Arzt arbeitete unermüdlich an dem leblosen Fuchs und tat alles dafür, um den Herzschlag des Tieres wiederherzustellen. Währenddessen beobachtete der Wolf aufmerksam die Arbeit des Arztes und schien ihn seelisch zu unterstützen. Gerade als John aufgeben wollte, bemerkte er ein leichtes Zucken in der Pfote des Fuchses. Ermutigt operierte er weiter an dem kleinen Körper. Und schon bald stieß der Fuchs einen schwachen, aber hörbaren Laut aus. John war überglücklich, als er erkannte, dass er das Leben des Fuchses gerettet hatte. Als er aufblickte, war der Wolf verschwunden und der offene Wald grüßte ihn. Am nächsten Abend saß John erneut auf seiner Veranda und dachte über die Ereignisse der vergangenen Nacht nach, während sich der kleine Fuchs in der wohligen Wärme des Kamins erholte. Plötzlich durchbrach ein vertrautes, klagendes Heulen die Stille der Nacht. Es war der Wolf. John war erschrocken über die Rückkehr des Wolfes, aber er fühlte eine seltsame Verbundenheit mit dem Tier. Abermals schien der Wolf ihn aufzufordern, ihm zu folgen.
Der Mann ging dem Tier nach und gelangte schließlich zu einem Fuchsbau. Der Wolf führte John zum Eingang, und als er hineinspähte, sah er eine Gruppe winziger, hilfloser Fuchswelpen, die sich mit kaum geöffneten Augen aneinander kauerten. Johns Herz sank, als er erkannte, dass ihre Mutter die Füchsin sein musste, die er in der Nacht zuvor gerettet hatte. Er wusste, dass er diese verletzlichen Wesen nicht sich selbst überlassen konnte. Also schritt er schnell zur Tat. Er sammelte die Welpen ein, packte sie sicher in seine Jacke und machte sich auf den Weg zurück zur Hütte. In den nächsten Wochen kümmerte sich John um die Fuchswelpen. Er pflegte sie wieder gesund und sah zu, wie sie mit jedem Tag stärker wurden. Als er sie beim Spielen und Erkunden ihrer Umgebung beobachtete, fühlte er ein neues Gefühl von Zufriedenheit und Erfüllung. Schließlich waren die Füchsin und ihre Jungen stark genug, um in die Wildnis zurückzukehren, und John entließ sie wieder in die Wälder. Voller Stolz und Verwunderung beobachtete er, wie sie davonhuschten, wohl wissend, dass er einen großen Beitrag zu ihrem Überleben geleistet hatte. Doch die Tatsache, dass er den Tieren geholfen hatte, war nicht das Schönste an der Geschichte. Während John zurück zu seinem Haus ging, spürte er etwas, was er seit langem nicht mehr erlebt hatte. Es war der Drang, zurück zum Krankenhaus in den Operationssaal zu gehen. Die Rettung dieser Tiere hatte ihn daran erinnert, wie gut es sich anfühlt, Menschen oder Tieren in Not zu helfen. An diesem Tag beschloss der Mann, wieder ins Krankenhaus zurückzukehren und Leben zu retten. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Ebenso rührend wie diese Geschichte ist die von einer Eule, die um Hilfe flehte. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.